Ich bin Niklas Bucht, Projektingenieur für Oberleitungsanlagen bei der DB Projekt Stuttgart-Ulm GmbH. Wir befinden uns heute im Nordkopf, unterhalb der alten Bahndirektion, unterhalb von der Straße. Ihr kennt dieses Bauwerk schon aus anderen Videos, wie dem Weicheneinbau oder dem Video zum schweren Masse-Federsystem. Der Bereich ist fast fertig, hier fehlt noch die Oberleitungsanlage und darum soll es in diesem Video gehen. Wie die meisten wissen, bekommen die Züge den Strom aus der Oberleitung. Manche dann auch die Wäscheleine, also die Strippe über dem Gleis, an dem der Stromabnehmer entlang schleift während der Fahrt. Das Regelkettenwerk der Deutschen Bahn wird von Masten getragen. Das Kettenwerk besteht aus dem Tragseil, den Hängern und dem Fahrdraht. Die Hänger tragen den Fahrdraht am Tragseil, sodass der Fahrdraht möglichst geringen Durchhang hat. Zusätzlich werden Fahrdraht und Tragseil noch nachgespannt über Gewichte, sodass der Durchhang noch weiter minimiert wird. So ein System haben wir beispielsweise auf der Neubaustrecke eingebaut. Wir haben hier eine Besonderheit in der Tunnelspinne von der S21. Hier bauen wir eine Deckenstromschiene ein. Heute wollen wir uns die Deckenstromschiene genauer anschauen. Dafür gehen wir in den Tunnel Feuerbach. Kommt einfach mal mit. Wir sind jetzt hier im Tunnel Feuerbach auf dem Gleis Feuerbach Richtung Ulm, also dem rechten Streckengleis. Hinter mir sieht man jetzt die Gerade, die dann nach Feuerbach führt. Über mir sehen wir die Deckenstromschiene, die ist in diesem Bereich schon fertig montiert. Die Deckenstromschiene besteht aus den Stützpunkten, die hier grün gestrichen sind. An den Stützpunkten selber ist dann das Deckenstromschienenprofil in Silber aus Aluminium befestigt. Und in dieses Aluminiumprofil wird der Fahrdraht eingezogen, an den dann der Stromabnehmer entlang gleiten kann. Der Vorteil der Deckenstromschiene ist das Aluminiumprofil. Das ist sehr steif, hängt dadurch wenig durch. Und deshalb können wir auf die Gewichtsführung, also die Abspanngewichte, verzichten und auch auf das Tragseil. Durch den Fall des Tragseils ist der Einbauraum sehr gering und wir können sie einfach in kleineren Tunnelquerschnitten unterbringen. In Deutschland setzen wir die Deckenstromschiene insbesondere bei Bestandselektrifizierung ein, zum Beispiel auf der Höllentalbahn zwischen Donaueschingen und Titisee-Neustadt wurden viele Tunnel mit einer Deckenstromschiene ausgestattet oder auch in beengten Stadtbereichen, wo Neubautunnel kleiner gebaut werden müssen, wie zum Beispiel der Nord-Süd-Tunnel in Berlin, der Citytunnel Leipzig oder eben hier in Stuttgart. Die Tunnelprofiländer Schweiz und Österreich sind in dem Bereich schon ein Stück weiter, notgedrungen aufgrund der vielen langen Tunnel mit engem Tunnelquerschnitt. Da wäre zum Beispiel der Brenner Basistunnel zu nennen oder jetzt der Chenery Basistunnel. In dem Chenery Basistunnel ist aktuell das Deckenstromschienensystem mit der höchsten Befahrgeschwindigkeit von 250 Stundenkilometer eingebaut. In Deutschland wird Deckenstromschiene aktuell in Hochgeschwindigkeitsbereichen noch nicht eingesetzt. Aufgrund der geringen Tunnelanzahl in Deutschland haben wir im internationalen Vergleich ein sehr großes Tunnelregelquerprofil. Das heißt, in Hochgeschwindigkeitsbereichen wie auf der Neubaustrecke Bendlingen-Ulm kriegen wir das Standard-Kettenwerk auch unter, welches eine bessere Befahreigenschaft bei diesen Geschwindigkeiten immer noch bietet. In Stuttgart 21 verbauen wir die Deckenstromschiene im Tunnel Feuerbach, im Tunnel Bad Cannstatt, im Bereich vom Hauptbahnhof, im Tunnel Obertürkheim, im Tunnel Untertürkheim und im unteren Bereich vom Fildertunnel. Zusätzlich wird die Deckenstromschiene auch im Flughafentunnel eingebaut. Also wir sehen hier im Tunnel Feuerbach sind wir am weitesten. Wir haben diese Achse bereits fertiggestellt. In der anderen Röhre vom Tunnel Feuerbach haben wir aktuell die DSS-Profilmontage. Genauso in den beiden Achsen vom Tunnel Bad Cannstatt werden aktuell die Deckenstromschienenprofile eingebaut. Dann starten wir im Hauptbahnhof mit der Montage der Oberleitung und dann kommen wir in den Tunnel Obertürkheim und den Tunnel Untertürkheim.
Der Ausbau von Stuttgart 21 schreitet voran. Mit dem Einbau der Oberleitungsanlage folgt einer der letzten materialintensiven Arbeiten. Nach uns folgen noch die Signale, die Telekommunikationsanlagen für Mobilfunk sowie Beleuchtung und Handlauf. Wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Wir veröffentlichen jede Woche ein spannendes Video rund um das Projekt. Danke fürs Zusehen.